Künstliche Intelligenz hat gerade in den letzten Jahren enorme Entwicklungssprünge gemacht. Doch welche Vorteile verbergen sich hinter diesem Fortschritt und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus noch in Zukunft? Für den Einzelnen, für die Gesellschaft, für das private oder berufliche Umfeld. Wir erinnern uns, ein wichtiges Werkzeug von KI ist maschinelles Lernen. Dadurch können bestehende Systeme verbessert und neue Lösungswege entdeckt werden. Dank maschinellem Lernen können wir riesige Datenmengen, Big Data, analysieren. Und wir können dadurch relevante Merkmale und bisher unbekannte Zusammenhänge identifizieren, die für eine Lösung wichtig sind. Damit ergänzen KI-Systeme unsere kognitiven Fähigkeiten. Doch was heißt das konkret in unserem Alltag? Es gibt viele Bereiche, in der die KI heute deutlich zu spüren ist, in unserer Gesellschaft, im täglichen Leben, am Arbeitsplatz. Nehmen Sie die Mobilität, die Steuerung von Flugzeugen, die Logistik im Bereich des Transports von LKWs, ja, die Steuerung von Leitsystemen im Bereich der Deutschen Bahn oder anderer Systeme. Im Bereich Mobilität, aber im Bereich der Arbeitsplätze auch die Automatisierung von Produktionslinien. Um das Potenzial von KI zu analysieren, zeigen wir jetzt konkrete Beispiele aus den 3 Bereichen Mobilität, Gesundheit und Bildung. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Mobilität, wo es schon heute viele Anwendungsbeispiele gibt. Hier wird künstliche Intelligenz besonders mit Fahrerassistenzsystemen in Verbindung gebracht, also zum Beispiel dem autonomen Fahren oder der automatischen Notfallbremse. Hierbei werden von Kameras, Fahrzeugsensoren oder Navigationssystemen kontinuierlich Daten an KI-Systeme weitergegeben. Die KI-Systeme setzen diese Daten in Zusammenhang und interpretieren sie. Das Ziel: Autofahren soll sicher, flüssig und bequem sein. Vor allem sollen gefährliche Situationen im Straßenverkehr vermieden werden. Noch immer gibt es in Deutschland pro Jahr über 2,5 Millionen Unfälle, die durch Menschen verursacht werden. Fahrerassistenten, die mit KI arbeiten, können schon heute die Verkehrssicherheit erheblich verbessern. KI-Systeme erkennen schon heute nicht nur Verkehrsschilder und halten den notwendigen Abstand zum vorausfahrenden Auto ein. Sie kontrollieren auch das Fahrzeugumfeld und geben Warnhinweise oder greifen teils sogar selbst ein, wenn es gefährlich wird. Auch die Scheinwerfer werden immer intelligenter. Adaptive Lichtsysteme blenden automatisch ab, leuchten Kurven aus oder erkennen mit Hilfe von Infrarotdetektoren Personen oder Wildtiere. Durch die Anwendung von maschinellem Lernen kann zum Beispiel auch das Stauvorkommen reduziert werden. Dazu analysiert eine künstliche Intelligenz Daten aus Ampelschaltungen und Standzeiten der Autos, etwa über Smartphone-Standortdaten. Durch intelligente Ampelschaltungen und gezielte Steuerung der Fahrroute kann die Fahrzeit verkürzt werden. Dadurch sparen wir Zeit, Geld und schonen die Umwelt. KI im Bereich der Gesundheit hat viele Möglichkeiten heute, schon bei der Erforschung neuer Wirkstoffe, wo es darum geht, Bakterienkulturen anzusetzen und die Bakterien an sich im Verhalten zu klassifizieren. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten im Bereich der Diagnose, sei es an körpereigenen Daten, die aufgenommen werden, wo Korrelationen zwischen den Daten herzustellen sind, Anomalien zu identifizieren sind, oder aber auch im Bereich bildgebender Verfahren, wo wir heute Systeme haben, die viel genauer hinschauen können und dort eine Diagnose durchzuführen, als das beim Menschen möglich ist. Auch die Ausbreitung von Virenerkrankungen oder Epidemien kann KI in einem frühen Stadium entdecken und davor warnen. Wenn wir zum Beispiel über Instant Messaging Textnachrichten austauschen, Begriffe googeln oder bei Wikipedia nachlesen, kann KI unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzbestimmungen durch eine kombinierte Textanalyse herausfinden, wann und wo Symptome auftreten und wie sie sich ausbreiten. Durch eine KI-gestützte Auswertung dieser Daten könnten Menschen künftig rechtzeitig gewarnt werden. Auch bei der Behandlung von Patienten kann künstliche Intelligenz vorteilhaft eingesetzt werden. Ein Chirurg kann die Körperregion, die operiert werden soll, mithilfe einer Computertomographie vermessen. Eine KI erstellt ein dreidimensionales Modell, das den Chirurgen in der Vorbereitung und während der Operation unterstützt. Außerdem analysiert die KI während der OP etwa die Vitalwerte und die Lageposition eines Patienten. Sie kann dem Arzt, der beispielsweise eine Virtual Reality Brille trägt, mitteilen, wo sich das zu operierende Gewebe, zum Beispiel der Tumor, befindet, an welcher Position sich die chirurgischen Instrumente befinden und welches die beste Schnittführung ist.
Der Chirurg sieht alles plastisch vor sich und kann zusätzlich Strukturen erkennen, die durch die Organoberfläche nicht sichtbar sind. Besteht die Gefahr, dass der Chirurg angrenzende Blutgefäße und Nervenbahnen verletzt, greift die künstliche Intelligenz ein und schaltet das Instrument automatisch ab. Die KI trägt damit zu einer reibungslosen, erfolgreichen Operation bei und schützt den Patienten vor den Risiken einer konventionellen OP. Beim Thema Bildung kann künstliche Intelligenz ebenfalls einen erheblichen Mehrwert schaffen. Nehmen wir eine typische Schulklasse in Deutschland. Ein Lehrer und durchschnittlich 25 Schüler. Bedeutet, auf jede individuelle Stärke und Schwäche seiner Schüler kann der Lehrer nicht eingehen. Eine KI kann feststellen, wie ich lerne, meine eigenen Präferenzen identifizieren, mein Interesse, meine Motivation, meine Konzentrationsfähigkeit in Verbindung mit Lerninhalten stellen und mich beim Lernen, beim Erarbeiten der Inhalte systematisch unterstützen. KI bietet auch Chancen für die berufliche Bildung. Vor allem produzierende Unternehmen können davon profitieren. Denn betriebliche Abläufe werden immer komplexer, Mitarbeitern werden immer mehr Kompetenzen abverlangt. Vortrainierte KI-Systeme können helfen. Sie erkennen zum Beispiel via Kamera Maschinen und Maschinenteile und übertragen die durchzuführenden Aktionen via VR-Brille direkt zum Mitarbeiter. So kann der Mitarbeiter zum Beispiel sogar eine Reparatur an einer Anlage durchführen, die er bisher noch gar nicht kannte. Denn mit Hilfe von KI unterstützter Lernsoftware können die benötigten Daten und Lernszenarien direkt am Arbeitsplatz abgerufen werden. KI bietet Unternehmen damit die Chance, wettbewerbsfähiger zu werden und ihre Produktivität, Flexibilität und Qualität zu steigern. Unsere Beispiele zeigen, dass künstliche Intelligenz eine Schlüsseltechnologie ist. Sie kann jeden Einzelnen und unsere Gesellschaft generell in vielen Bereichen unterstützen. Sie kann dazu führen, dass sich unsere Lebensqualität enorm verbessert und wir neue Lösungen für bestehende Probleme einfacher und schneller finden. Es gibt aber natürlich auch Risiken und einige ungeklärte Fragen beim Thema künstliche Intelligenz. Erfahre dazu mehr im nächsten Video. Wichtig ist der verantwortungsvolle Umgang mit Daten, den die KI letztendlich als Grundlage benötigt. Wenn uns das gelingt, können die großen Chancen der neuen Technologie genutzt und viele Bereiche unseres täglichen Lebens verbessert werden.